Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede des auferstandenen Herrn sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder, wir sind in der Osterzeit. Es ist ein unfassbares Ereignis von Gott her, aber ein Prozess des Glaubens für das schwerfällige Menschenherz. An manchen Tagen und in manchen Nächten gelingt selbst den engsten Vertrauten Jesus nichts. Ohne den Auferstandenen fängt nichts an. Nichts bei Vertrauten und Verzweifelten, nichts in der Kirche und der Welt, bis er am Ufer steht. Aber dann kommen alle, die anfangen zu wagen, zu hoffen und zu lieben, durch die Nacht in das neue Licht des Tages. Herr Jesus Christus, du bist es, der uns zum Mahl der Liebe eingeladen hat. Herr, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du bist gegenwärtig, auch wenn es um uns dunkel ist. Christus, erbarme dich. Herr Jesus Christus, du liebst uns, auch wenn wir versagt haben. Herr, erbarme dich. Der allmächtige Gott, erbarme sich unser. Lasse uns die Sünden nach und führe uns zum ewigen Leben. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, lass die österliche Freude in uns fortdauern, denn du hast deiner Kirche neue Lebenskraft geschenkt und die Würde unserer Gotteskindschaft in neuem Glanz erstrahlen lassen. Gib, dass wir den Tag der Auferstehung voll Zuversicht erwarten, als einen Tag des Jubels und des Dankes. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Schwestern und Brüder, wir hören eine Lesung aus der Apostelgeschichte.
Am Pfingsttag trat Petrus auf, zusammen mit den 11. Er erhob seine Stimme und begann zu reden. Ihr Juden und alle Bewohner von Jerusalem, dies sollt ihr wissen, achtet auf meine Worte. Jesus, den Nazaräer, den Gott vor euch beglaubigt hat durch machtvolle Taten, Wunder und Zeichen, die er durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Ihn, der nach Gottes beschlossenem Willen und Vorauswissen hingegeben wurde, habt ihr durch die Hand von Gesetzlosen ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Gott aber hat ihn von den Wehen des Todes befreit und auferweckt. Denn es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. David nämlich sagt über ihn: Ich habe den Herrn beständig vor Augen. Er steht mir zur Rechten, ich wanke nicht. Darum freut sich mein Herz und frohlockt meine Zunge. Und auch mein Leib wird in sicherer Hoffnung ruhen. Denn du gibst mich nicht der Unterwelt preis, noch lässt du deinen Frommen die Verwesung schauen. Du zeigst mir die Wege zum Leben. Du erfüllst mich mit Freude vor deinem Angesicht. Schwestern und Brüder, ich darf freimütig zu euch über den Patriarchen David reden. Er starb und wurde begraben, und sein Grabmal ist bei uns erhalten bis auf den heutigen Tag. Da er ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm den Eid geschworen hatte, einer von seinen Nachkommen werde auf seinem Thron sitzen, sagte er vorausschauend über die Auferstehung des Christus: Er gibt ihn nicht der Unterwelt preis, und sein Leib schaut die Verwesung nicht. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er durch die rechte Hand Gottes erhöht worden war und vom Vater den verheißenen Heiligen Geist empfangen hatte, hat er ihn ausgegossen, wie ihr seht und hört. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Wir hören die zweite Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Petrus. Brüder und Schwestern, wenn ihr den als Vater anruft, der jeden ohne Ansehen der Person nach seinem Tun beurteilt, dann führt auch, solange ihr in der Fremde seid, ein Leben in Gottesfurcht. Ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von den Vätern ererbten Lebensweise
nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Makel. Er war schon vor der Erschaffung der Welt dazu ausersehen, und euretwegen ist er am Ende der Zeiten erschienen. Durch ihn seid ihr zum Glauben an Gott gekommen, der ihn von den Toten auferweckt und ihm die Herrlichkeit gegeben hat, so dass ihr an Gott glauben und auf ihn hoffen könnt. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Christus ist auferstanden. Der Schöpfer des Heils hat sich aller Menschen erbarmt. Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. In jener Zeit offenbarte sich Jesus den Jüngern noch einmal. Es war am See von Tiberias und er offenbarte sich in folgender Weise. Simon Petrus, Thomas, genannt Didymus, Zwilling, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus, und 2 andere von seinen Jüngern waren zusammen. Simon Petrus sagte zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagten zu ihm, wir kommen auch mit. Sie gingen hinaus und stiegen in das Boot, aber in dieser Nacht fingen sie nichts. Als es schon Morgen wurde, stand Jesus am Ufer. Doch die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Jesus sagte zu ihnen, meine Kinder, habt ihr nicht etwa zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sagte zu ihnen, werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, und ihr werdet etwas fangen. Sie warfen das Netz aus und konnten es nicht wieder einholen, so voller Fische war es. Das sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Obergewand um, weil er nackt war, und sprang in den See.
Dann kamen die anderen Jünger mit dem Boot. Sie waren nämlich nicht weit vom Land entfernt, nur etwa 200 Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen hinter sich her. Als sie an Land gingen, sahen sie am Boden ein Kohlenfeuer und darauf Fisch und Brot. Jesus sagte zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt. Da ging Simon Petrus und zog das Netz an Land. Es war mit 153 großen Fischen gefüllt. Und obwohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagte zu ihnen: Kommt her und esst. Keiner von den Jüngern wagte ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat heran, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Dies war schon das 3. Mal, dass Jesus sich den Jüngern offenbarte, seit er von den Toten auferstanden war. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder im Herrn, 2 Wochen nach Ostern ist wieder der Alltag eingekehrt. Das Evangelium berichtet, wie die Apostel-Jünger den Auferstandenen im Alltag ihres Lebens erkennen, sich begegnen und Ostern im Alltag erfahrbar machen. Die Jünger Jesus sind zurück am See von Genezareth, an jenem Ort, an dem alles anfing, ihre Berufung als Jünger. Sie sind jetzt wieder in ihrem alten Beruf. Es ist Nacht und sie wissen, dass jetzt die beste Zeit ist, um mit dem Boot hinauszufahren auf das Galiläische Meer und die Netze auszuwerfen. Eine ganze Nacht arbeiten sie, aber erfolglos. Doch scheinbar ist überhaupt nichts mehr so, wie es vorher war. Netz auswerfen, warten, hoffen. Das war die Erfahrung der Jünger von Jesus. Dabei waren sie Fachleute und Profis in dem, was sie taten. Trotzdem kein Erfolg. Das Evangelium lautet: In dieser Nacht fingen sie nichts. So macht sich die Enttäuschung unter ihnen breit. Sie wollten dort anknüpfen, wo sie aufgehört hatten, aber es funktioniert einfach nicht.
Die Netze bleiben leer. Als die Hoffnungslosigkeit am größten ist, steht plötzlich Jesus am Ufer. Im Morgengrauen vernehmen sie seine Stimme. Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Diese Frage ist eine Frage der Liebe, Sorge und Fürsorge. Er kennt ihre Enttäuschung und ihren Hunger. Er sieht ihren Misserfolg. So ermutigt er sie mit seinem Wort. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus und ihr werdet etwas finden. Auf sein Wort hin werfen sie die Netze aufs Neue aus und die Jünger können sie nur mit Mühe wieder einholen. So voller Fische sind sie. Ihre Trübsal ist verschwunden. Von einem Augenblick auf den anderen ergibt alles wieder Sinn. Die Netze sind voll. Erfolg und Freude. Da wartet er schon mit Brot und Fischen, um die Fischer nach harter Arbeit zu stärken. Sie können ihm nichts bringen, aber er macht sie satt, lässt sie ausruhen. Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Liebe Schwestern und Brüder, Jesus stellt diese Frage heute an uns. Meine Kinder, habt ihr nicht etwas zu essen? Diese Frage umfasst einfach unser ganzes Leben. Jesus sieht unsere Arbeit und unsere Misserfolge. Er kennt unsere Nöte. Er kennt unseren Hunger. Er lässt uns nicht allein im Alltag unseres Lebens. Er steht am Ufer unseres Lebens. Und dort, wo er ist, fängt es an zu tagen, hell zu werden. Er hilft uns mit seinem Wort, was wir tun können. Er begleitet uns und zeigt uns, wo wir die Netze auswerfen sollen, dass wir erfolgreich sein können, auch wenn es doch dunkel ist. Liebe Schwestern und Brüder, diese Dunkelheit hat viele Namen: Misserfolg, Ohnmacht, Enttäuschungen, Angst, Erschöpftsein, Not, Elend, Hilflosigkeit, Traurigkeit, Krankheit, Schuld und alles, was mich bedrückt und belastet. Inmitten der dunklen Lebensnacht steht er im Glanz des aufgehenden Morgens. Auch wenn wir ihm nichts geben können, weil die Netze leer geblieben sind, schenkt er uns seine Liebe, seine Barmherzigkeit und seine Nähe. Er füllt unser Lebensnetz mit Erfolg und Freude, mit seiner Gnade. Ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Der auferstandene Herr bleibt bei uns, mit und unter uns, wie er uns versprochen hat. Ihn zu erkennen im Alltag ist unsere Berufung.
Liebe Schwestern und Brüder, Jesus lädt uns ein, mit ihm das Mahl zu halten. Er sagt uns, kommt her und esst. Jesus reicht uns immer wieder die Speise, seinen Leib und sein Blut. Er schenkt sich uns ganz in diesem Sakrament. Wir können ihn, den Auferstandenen, in der Gestalt des Brotes erkennen. Er will uns nahe sein und mit uns Gemeinschaft haben. Wenn er da ist, dann ist immer Ostern. Dann ist Ostern im Alltag. Amen. Wir bekennen unseren Glauben. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unserem Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am 3. Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zu Rechten Gottes des allmächtigen Vaters, von dort wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Der auferstandene Herr Jesus Christus lässt uns im Alltag nicht allein. Wir rufen zu ihm, der unsere Hoffnung ist, und bitten ihn. Für alle, die zum Leben in der Kirche beitragen, um Hoffnung und Zuversicht. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die in schwierigen Lebenssituationen buchstäblich gefangen sind, um Wegweisung und die Kraft der Entscheidung und des Aufbruchs. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für unsere Kinder und Jugendlichen, dass sie Gemeinde als Gemeinschaft erfahren können und ihr Glaube guten Grund hat. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für die Kirche, dass sie vertrauensvoll aufbricht, mutige Entscheidungen trifft und im Geiste Jesu die Wege zu den Menschen findet. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, deren Mühen und Anstrengungen doch nicht zum Lebensunterhalt reichen. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Für alle, die Verantwortung übernehmen und ein Segen sein wollen, dass du sie stärkst. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir beten für alle Kranken und für alle leidenden Menschen. Lass sie nicht mutlos werden. Stehe ihnen bei auf ihrem Weg. Stärke sie in ihrem Vertrauen und gib ihnen neue Hoffnung und Zuversicht. Christus, höre uns. Christus, erhöre uns. Wir beten für alle Verstorbenen um die Teilnahme am Hochzeitsmahl des ewigen Lebens. Wir beten heute besonders für
Hildegard Graf, die am Dienstag in Lager Lechfeld beerdigt wird. Wir beten für Günther Gruber, für Hermine Kantler und Sohn Wilfried Kantler, für Jakob Lauterer, für Margareta Schropp, für Renate Fischer und für Getraud Lange. O Herr, gib ihnen die ewige Ruhe und das ewige Licht leuchte ihnen. Lass sie ruhen in deinem Frieden. Amen. Dein Sohn, guter Gott, ist auferstanden. Er lebt unter uns und begleitet uns auf unseren Lebenswegen. Mit der ganzen Kirche danken wir dir und preisen dich jetzt und in alle Ewigkeit. Amen. Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Der Herr nehme das Opfer an. Seines Namens, zu Segen für uns und seine Heilszeit.
Allmächtiger Gott, nimm die Gaben an, die deine Kirche dir in österliche Freude darbringt. Du hast ihr Grund gegeben zu solchem Jubel. Erhalte ihr die Freude bis zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebe die Herzen. Wir haben sie beim Herrn. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. Das ist nötig und recht. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn erstehen die Kinder des Lichtes zum ewigen Leben. Durch ihn wird den Gläubigen das Tor des himmlischen Reiches geöffnet. Denn unser Tod ist durch seinen Tod überwunden. In seiner Auferstehung ist das Leben für alle erstanden. Durch ihn preisen wir dich in österlicher Freude und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, und alle deine Werke verkünden dein Lob. Denn durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, und in der Kraft des Heiligen Geistes erfüllst du die ganze Schöpfung mit Leben und Gnade. Bis ans Ende der Zeiten versammelst du dir ein Volk, damit deinem Namen das reine Opfer dargebracht werde, vom Aufgang der Sonne bis zum Untergang. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmet und esset alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum
reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut die zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis deines Sohnes. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine glorreiche Auferstehung und Himmelfahrt und erwarten seine Wiederkunft. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem Heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mache uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt, damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem seligen Josef, ihrem Bräutigam, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe, deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren apostolischen Administrator Bertram und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind, und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und alle, die in deiner Gnade auf dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Wir heißen Kinder Gottes und sind es, darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers Jesus Christus erwarten. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Jesus sprach zu seinen Jüngern, kommt und esst. Und er nahm das Brot und gab es ihnen. Halleluja. Liebe Schwestern und Brüder, Jesus will in unsere Herzen kommen. Bereiten wir unsere Herzen für die geistige Kommunion vor.
Lasset uns beten. Ewiger Gott, du hast uns durch die Ostergeheimnisse erneuert. Wende dich uns voll Güte zu und bleibe bei uns mit deiner Huld, bis wir mit verklärtem Leib zum unvergänglichen Leben auferstehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Gott, der allmächtige Vater, segne euch und schenke euch gedeihliches Wetter. Erhalte Blitz, Hagel und jedes Unheil von euch fern. Es segne die Felder, die Gärten und den Wald und schenke euch die Früchte der Erde. Er begleite eure Arbeit, damit ihr in Dankbarkeit und Freude gebraucht, was durch die Kräfte der Natur und die Mühe des Menschen gewachsen ist. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja.